So, jetzt haben wir mal ein Mitarbeitergespräch, was zu führen ist und was dabei zu beachten ist. Das kommt hier in diesem Video. Bleib also dran. Mitarbeitergespräche, die finden ja schon mal so zwischen Tür und Angel statt, so aus dem Nichts heraus. Aber das geht in den meisten Regeln nur, wenn schon irgendwas am Brennen ist, dann machst du das, so eine Ad-Hoc-Besprechung. Aber wie also ein Mitarbeitergespräch normalerweise zu führen ist und die ganze Kommunikation, lass uns mal von vorne anfangen. In der Regel gehst du her und machst mit deinen Mitarbeitern immer so eine kleine Kurzbesprechung für den Tag. Wir nennen das hier ein Daily. 10 Minuten. Ich mache das sogar zweimal. Einmal mit meiner Studio-Crew und einmal mit dem administrativen Büroapparat, den wir haben. Das sind ja Dinge einfach zu besprechen und jeweils, wenn sich das überschneidet, kommt einer mit in das andere Gespräch, wenn dort Dinge sind, die quasi zu übermitteln wären. Danach gibt es die Möglichkeit eines Monatsgespräches und das mache ich immer im Team mit allen zusammen. Und wenn dann dort mal einer nicht kann, dann wird er per Zoom dazugeschaltet. Das geht also auch. Warte also nicht, bis alle plötzlich irgendwie unter einen Hut gebracht werden können. Dann hast du die Möglichkeit, auch einzelne Mitarbeitergespräche zu führen und wir machen das immer im Quartal einmal. Besonders mit den Azubis, mit den Mitarbeitern kann es ja schon mal ein bisschen übergreifend oder überlappend sein. Wenn dort das Ziel klar ist, dann reicht es auch im halben Jahr einmal zu machen. Aber vor allem mit Neuankömmlingen oder eben mit Azubis machst du das im Quartal. Und dort gibt es ein Formular, was wir aushändigen, wo diverse Fragen drin stehen, in denen eben der eigene Eindruck des Mitarbeiters abgebildet wird. So haben wir absolut die Möglichkeit zu sehen, wie die eigene Reflexion, die Selbstreflexion am Arbeitsplatz eben hier vom Mitarbeiter gesehen wird. Und das ist sehr, sehr wertvoll für dich als Arbeitgeber, denn du kannst dort einfach ansetzen und holst quasi deinen Mitarbeiter in Gespräche fantastisch ab und gehst darauf ein. Wichtig ist bei so einem Mitarbeitergespräch, dir immer eine Akte zu holen, also ein Notizblock, ein Heft. Wir haben einfache Schulhefte, in denen dann auch eine handschriftliche Notiz über dieses Mitarbeitergespräch geführt wird und dort eben auch die Ziele festgehalten werden. Am Ende wird dann eben auch die Notiz vom Mitarbeiter nochmal durchgelesen und ebenfalls unterschrieben. So kannst du dich auch in einem Streitfall davor schützen, dass möglicherweise einmal dann auch, gegebenenfalls gesagt wird, das hat sie aber anders gesagt, das hat sie aber anders gesagt und das hat sie so gesagt. Du weißt, wovon ich spreche. Gesagtes Wort hat immer nicht so eine hohe Belastbarkeit, wenn es dann zu jeweiligen Disputen kommt, als ein geschriebenes oder aufgezeichnetes. Daher empfehle ich dir immer, da so eine handschriftliche Notiz zu machen. Da kann zum Beispiel auch dann drinstehen, wenn es hart auf hart kommt, wurde mündlich aufmerksam gemacht, dass die Kasse abends immer stimmen muss. Wurde mündlich aufmerksam gemacht, dass aus der Kasse kein Geld für private Zwecke zu entnehmen ist. Also das ist jetzt sehr überspitzt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du das nämlich dann wirklich zweimal unterschrieben hast, dann kannst du auch eine Abmahnung geben und das wiederum hat dann auch Bestand vor einem jeweiligen Richter, der sich arbeitsrechtlich dort für euch einsetzt, eine Lösung zu finden. Das sind die Kommunikationswege. Ich lege dir hier in die Infobox mal ein Formular rein, wo du dich eintragen kannst, wenn du Interesse an eben jeweiligen Formularen hast, jeweiligen Gesprächsleitfäden. Da helfen wir dir sehr gerne auf die Sprünge. Bleib also dran. Bis dahin, deine Anschla, dein Trainer for Beauty. Ach so, und was macht man jetzt eigentlich, wenn man weiß, dass der Mitarbeiter geht? Bald, aber noch nicht jetzt. Der behandelt noch und ist im Salon tätig. Aber wie sage ich das meinem Kunden? Sage ich es meinem Kunden überhaupt? Das kommt im nächsten Video. Bleib also dran. Ich freue mich auf dich.